Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. DJ Reef ist sowas wie Deutschraps bunter Hund. Schon unterwegs mit Kool Savas, bevor dieser überhaupt Kool Savas hieß, an der Gründung von Royal Bunker beteiligt und fast DJ bei Seed. Seine Vita liest sich wie ein Stück Hip-Hop-Geschichte. Auf die Frage, mit wem er schon gearbeitet hat, folgte eine sehr lange WhatsApp-Nachricht, aber ich fasse es an der Stelle gerne mal für dich zusammen. Er stand unter anderem mit Afrop, Sixten, Frauenarzt, 102 Boys, Megalo, Banks AOB, Capital Bra und Bushido auf Konzert- und Festivalbühnen und es scheint fast so, als kenne er wirklich die gesamte Branche. Als Club- und Live-DJ, Beatmaker, Producer, A&R-Manager und Booker hat er die Szene geprägt, mitgestaltet und viel gesehen. Für mich war am spannendsten zu erfahren, was bedeutet es ihm mit 50 immer noch aktiv in der Club- und Musikszene zu sein? Bereut er es, oft nur Beobachter bei den Karrieresprüngen seiner Weggefährten gewesen zu sein? Warum wären seiner Meinung nach alle 10 Jahre die Talentlosen auch die erfolgreichsten? Wieso gibt es kaum noch Deutschrap-Partys? Sollte Rap aktuell politischer sein? Wie wichtig ist es ihm, seinem moralischen Wertekompass zu folgen und wieso er privat eigentlich lieber Techno feiern geht? Viel Spaß beim Zuhören. Reef! Hallo Julia. Privat kriegen wir es ja nie hin, die Distanz zwischen Schöneberg/Friedenau und Kreuzberg zu überwinden. Ja, genau, ja. Deswegen sind wir eine Stunde in den Norden gefahren, nach Buch, Das ist ja Wahnsinn. um uns hier zu treffen und endlich mal unabhängig von einem lauten, verrauchten Konzertsaal zu sprechen und uns zu unterhalten. Und alle können dabei zuhören. 2 Fliegen mit einer Klappe lieben wir. Voll. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Endlich mal. Die Frage von meinem letzten Gast, Keisha Gao, damit fangen wir wie immer an. Ja. Welcher Song hat dich durch deinen letzten Heartbreak getragen und warum? Muss es einer sein? Ich hab aufgeschrieben, also da ich ja wusste, was auf mich zukommt. Warte, eigentlich sind es 4, aber ich habe mich auf 3 reduzieren können. Ich muss es jetzt tatsächlich raussuchen, weil es wirklich nicht einfach war. Ich meine, ich bin DJ, wie soll ich mich auf einen Song konzentrieren? Das ist aber es ging ja um Heartbreak. Ja, ne? auch da. Dein privater, persönlicher Heartbreak. Also, ich sag dir tatsächlich jetzt meine 3. Okay. Also, RGB, erinnerst du dich? Grüße gehen raus. Conny, Klingelschild und Trettmann, Kalte Welt. Okay, gute Songs. Ich dachte tatsächlich, es kommt was Amerikanisches. 0. Hätte ich gedacht. Nee. So ein Let me love you. Gott. Anno 2000 haben angerufen, die wollten ihren Song zurück. Ey, aber da bin ich einfach musikalisch stehen geblieben. Ja. Siehst du? Nee, ich finde, also dadurch, dass deutsche Musik ja in allen Formen sehr, sehr, oder über die letzten 30 Jahre ja extrem qualitativ hochwertig geworden ist, kann man echt darauf zurückgreifen. Also es ist halt keine Plattitüde, sondern, also ist ja kein Schlager, sondern das ist ja wirklich tiefe Musik irgendwie und das beeindruckt mich, wenn Künstler solche Emotionen hervorrufen können. Also wir hatten ja gerade auch das Thema Curse und so, also auch da ein Künstler, der eine Relevanz hat, die sprachlich so tief geht und deswegen kann ich da auch völlig frei zurückgreifen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf unser Gespräch heute, weil du einen kleinen Kontrollzwang hast, wie du mir gerade mitgeteilt hast. Und viele Worte. Also ich versuche, dich einzufangen an der einen oder anderen Stelle und hier an unserem roten Faden uns lang zu hangeln. Weil ich meine, du kennst alle gefühlt, du hast auch schon gefühlt alles mal gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier sicherlich auf 5 Stunden sitzen. Ja. Aber wir wollen es versuchen, ein bisschen, wie man so schön sagt, zu streamlinen. Auf 3. Und so 1, 2, 3 Kernthemen uns ein bisschen Gerne heraussuchen, auf die wir uns dann auch ein bisschen detaillierter unterhalten können, weil, glaube ich, das ist dann auch am besten für alle, die zuhören. Ich mag es auch hier, das hat so ein bisschen was vom literarischen Quartett. TTT. Ja, aber TTT. politisch korrekt. Ja, voll. 1989 hast du mit 14 angefangen aufzulegen. Ja. Frage, hatten deine Eltern da nicht auch ein Wörtchen mitzureden? Das ist erstmal an denen vorbeigegangen, weil das natürlich alles in einem externen Rahmen passiert ist und es war ja jetzt auch nicht so dieses, ich muss jetzt anfangen aufzulegen, das hat sich ja gesteigert, aber ich würde es eher darauf auch zurücklegen, dass ich meine ersten Platten mit 14 gekauft habe, aus dem Input von außen. Also ich bin durch die Schulkameraden, tatsächlich in dem Fall wirklich nur Kameraden, hier können wir nichts gendern, so. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Können wir machen, ist kein Problem. Tatsächlich, die haben mich zu Hip-Hop und parallel auch zu Metal gleichzeitig rangeführt und von daher war es dann so, aber das, ja, eben die Inspiration, dann wollte man ja nicht nur Kassetten haben, die überspielt worden sind, sondern man wollte ja also eigene Schätze irgendwie besitzen und da habe ich mir meine ersten Platten gekauft und
würde sagen, dass auch da das unbewusste Interesse zum DJen auch schon passiert ist. Kassetten, ey. Like, wer es noch kennt. Ja, das sind doch wieder voll in, ne? Ich habe das schon in irgendeiner anderen Folge mal erzählt, dass ich früher auch immer meine eigene Radiosendung auf Kassette aufgenommen habe. Und jetzt sitze ich hier. Siehst du? Kreis schließt sich. Jeder, der jetzt gut in Mathe ist, kann sich ja jetzt dein Alter ausrechnen. Jeder, der nicht so gut ist und wie ich den Taschenrechner anschmeißen musste, checkt, du bist jetzt einfach 50. Ja. What the fuck? Hast dich gut gehalten. Danke. Hättest du dir denn damals denken können, dass du immer noch in diesem Zirkus unterwegs bist? Schwierig, weil man das ja sehr, also man hat es ja als sehr selbstverständlich gemacht und es war gar nicht so, okay, was mache ich in 20 Jahren, weil es ja nie um Perspektive ging und es ging ja auch nie darum, oh, wir verdienen mal alle unser Geld damit, beziehungsweise einen Großteil. Deswegen gab es lange keine wirkliche Vorstellung davon, dass man damit alt werden kann. Und das war eher so beängstigend, wenn man drüber nachgedacht hat, weil man ja so Generationen vor sich gesehen hat, also auch von normalen Menschen und nicht nur von Leuten, die in diesem Hip-Hop-Kontext rumschwirren. Und ich muss sagen, bis kurz vor Corona war es auch so, dass ich keinen Bock mehr hatte, tatsächlich. Und Corona hat es nochmal sehr manifestiert, dass ich das brauche. Also ich wollte auch irgendwann so, ey, am Club und irgendwie immer das Gleiche und es wiederholt sich und es ist ein permanenter Loop, in dem man sich bewegt, auch im sozialen Kontext. Und dann diese 2 Jahre Stillstand haben extreme Bedürfnisse bei mir hervorgerufen, dass ich wirklich so die ersten 2 Jahre nach Corona war es dann so, ich habe alles mitgenommen, was ging. Und es war auch so befreiend und so ein tolles Gefühl, dass ich wusste, okay, das wird immer einen maßgeblichen Anteil in meinem Leben haben, der sich natürlich nicht mehr auf die Kernkompetenz so bezieht, weil ich auch viel drumherum baue, aber ich nehme es mit, solange es noch geht. Und ich finde, es ist auch nichts peinlich oder es ist auch gar nicht peinlich, jetzt mit 50 noch in einem Club zu stehen, weil die Generationen wachsen mit und man selber wächst weiter mit. Und ich muss sagen, und das ist jetzt nicht verallgemeinert, aber viele der DJs, die so nach uns gekommen sind, also die Qualität hat extrem abgenommen und deswegen freut es mich, dass Leute immer noch Bezug auf mich buchen, weil sie etwas qualitativ Hochwertiges bekommen. Und da rede ich mit Freunden auch drüber, die im selben Alter sind und im selben, sage ich mal, also auch DJs sind. Und das ist das Gleiche. Also, und ich kriege immer das gleiche Feedback, ey krass und geile Selection und du machst, also wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass es da draußen nicht mit 20 die gleichen gibt, aber ich glaube, Menschen, die sich heute entscheiden, DJs zu werden, nehmen das mit einem ganz anderen Input und gar nicht mit dieser Qualität, sondern ich sehe auch manchmal wirklich, wo ich denke, so, Digga, bitte such den anderen Beruf. So eine Spotify-Playlist dann zum Beispiel. Würde ich auflegen. So. Also ich würde das auch nicht, also ich diskreditiere das auch nicht, aber dann schimpft dich nicht DJ, sondern sagt, okay, ich habe mir eine Selection hier und ich spiele eine Playlist. So, das ist auch völlig legitim. Aber ich finde halt, also du musst auch nicht der krasseste Scratcher sein. Also ich liebe jemand wie Robert Smith, der so unfassbar dieses weiterträgt so und auch das unfassbar perfektioniert hat. Aber ich bin es halt nicht, ich bin halt ein Club-DJ. Und für mich ist es wichtig, dass die Leute nach diesem Abend nach Hause gehen und ein gutes Gefühl haben, sagen, ey, das hat Spaß gemacht. Der DJ, der da 4 Stunden, 5 Stunden gespielt hat. Und ich kriege mittlerweile auch echt so DMs, wo Leute wirklich so sich erkunden, wer und sagen, ey, danke nochmal für den tollen Abend. Ich habe lange nicht mehr so. Also das ist halt der Lohn, weißt du, den ich liebe. Und dann denke ich mir so, okay, ich habe alles richtig gemacht. Wie bist du denn jetzt beruflich aufgestellt? Weil du meintest ja auch, Corona hat natürlich einen kleinen Bruch reingebracht. Vorher hattest du keinen Bock mehr, dann ging nichts mehr. Ja. Was ist der Status quo? Aktuell, also ich kann es ja mal kurz die letzten Jahre kurz rekapitulieren. Also zu Corona habe ich mich dann entschieden, nachdem Corona ist schon 5 Jahre her. Ja, ich weiß. Ja, aber okay, ja, du siehst, wir haben 25, aber ganz kurz erst. Also 22, 23, also in Corona habe ich erstmal dieses Tief gehabt, was die meisten von uns hatten, wo, ey, und jetzt? Große Fragezeichen, Zukunftsängste extrem, also auch ins Loch gefallen, hat mich auch viel gekostet, also auch persönlich, aber eben auch privat. Und dann dachte ich so, okay, ich bin jahrelang von Leuten therapiert von, oh, du kennst doch so viele, mach doch mal was in die Richtung Management und mach doch mal bla und so. Und dann dachte ich, okay, dann hole ich mir jetzt Künstler ran. Wen denn? Ich hatte zu dem Zeitpunkt so eine Mischung, so einen bunten Mix aus ältere Semester, sage ich mal, also SJD und UNO. UNO kennt man, weil der damals mit B-Tight unterwegs war, so Spot, also auch Berliner Jungs. Die kannte ich schon, da war immer so, ey, Digga, mach doch mal mit uns, mach doch mal, arbeite, du hast doch so viel. Dann habe ich Juno 030 entdeckt damals, die mittlerweile in Leipzig lebt und auch da, sage ich mal, karrieretechnisch gut verankert ist. Dann hatte ich also ich betreue nur noch einen Künstler. Dann habe ich LSD damals nicht entdeckt, aber auf sie aufmerksam geworden.
der habe ich geholfen, dass sie einen Verlagsdeal bekommt, über Premium, Götz Gottschalk, Grüße gehen raus und Budde und so. Also so, ich habe dann so Sachen angestoßen, so bei KünstlerInnen, wo ich das Potenzial gesehen habe, wo ich dran geglaubt habe. Das mache ich auch bis heute noch. Und aktuell habe ich einen Künstler, das ist Wave 351, der ist aus Dresden. Der hatte mich damals auch proaktiv angesprochen und meinte, ey, du bist doch also eigentlich, das geht immer so los, ich möchte mal einen Song von mir zeigen. Und dann erwarten sie natürlich auch eine Wertung. Und dann bin ich da auch sehr ehrlich und transparent und sage, ey, fühle ich oder fühle ich nicht. Und so habe ich dann halt mir so 6, 7 Leute aufgebaut. Dann hatte ich einen jungen syrischen Flüchtling entdeckt, der auch heute noch aktiv ist. Aber auch da war so, ich habe selber gemerkt, bei 6, 7 Künstlern übernimmst du dich. Also erst weißt du voll, One-Man-Army, ich krieg das hin. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme. Und das auch schwierig war. Also das war dann so richtig, dass ich das zusammengeschrumpft habe und auch so eher ein Consulting mache, anstatt wirklich ein Management, weil da ist so, also ich bin ehrlich, dieses DJ-Ding kam relativ schnell zurück und dann war ich so wieder mit meiner eigenen Karriere beschäftigt und deswegen habe ich es reduziert. Gibt auch Künstler, die nicht mehr aktiv sind, aber eben wie gesagt, also aktuell mache ich Wave 351, der aber auch sehr viel alleine macht, wo ich dann wirklich eher so, der ruft mich an und fragt mich um Rat oder ich gebe dann Ratschläge und sage so, würde ich nicht, er hört nicht auf alles, was ich mache, so, ich bin immer so ein bisschen in den Papa-Modus bei ihm, aber das ist aber er meinte, ey, du bist der Erste, und ich werde für immer loyal und tatsächlich ist da auch eine Ebene von Zusammenarbeit so, genau. Und zu dem Management? Habe ich im Cassiopeia 4 Jahre als Booker gearbeitet. Liebe Grüße ans Cassiopeia. Ja, natürlich. Herzladen. Und das ist dann auch, also ist dann irgendwann ausgelaufen, so, wo es dann einfach auch den Mehrwert nicht mehr gab. Weil sie wenig Inhouse-Veranstaltungen selber machen und dann war das so, okay, wozu brauchen wir jetzt, also ist so völlig fein so. Dann habe ich letztes Jahr auch für Channel Music, die sind eine Tochterfirma von Trinity, einer der größten in Berlin sozusagen Konzertveranstalter, habe ich über den Sommer gearbeitet und tatsächlich seit letztem Jahr, Dezember, arbeite ich als A&R-Manager für Fire. Fire ist, also für die es nicht wissen, ist ein ähnlicher Digital-Musikvertrieb wie die allen anderen, ohne jetzt hier so Werbung zu machen, aber die man kennt. Believe und iGroove und Recordjet und DistroKids ähnlich und die haben angefangen, eine A&R-Abteilung aufzubauen und Siad, den ich damals über Dibo kennengelernt habe, mit dem bin ich in Interaktion gegangen und er meinte, ey, das ist gerade der richtige Zeitpunkt, wir bauen gerade eine A&R-Abteilung auf, wir wertschätzen das, was du machst, dass du dann immer noch den Ohr auf der Straße hast und wir brauchen jemanden, der uns auch junge Künstler, die wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben, sozusagen nahe bringt und das ist das, was gerade im Aufbau ist, also passiert dieses Jahr noch viel, wir relaunchen gerade die Website und ich bin gerade ordentlich am Sammeln und beobachte gerade den Markt extrem, sowohl primär Instagram bei mir tatsächlich, ich habe auch echt tolle Künstler entdeckt. Nicht TikTok? Oh, ich werde genötigt, aber ich wehre mich so richtig mit Händen und Füßen. Ich weiß, ich kann irgendwann nicht mehr verhindern, auf TikTok stattzufinden. Ich habe auch einen Account, aber ey, TikTok ist, also ich sag's immer wieder inflationär, TikTok ist das Tor zur Hölle. Also wer das aufstößt, der verkauft seine Seele. Und das meine ich jetzt nicht mit Datenschutz, sondern wirklich so, ohne jetzt gleich hier irgendwie Politik, aber das ist so, ey, das ist die ungefiltertste Social-Media-Plattform, die es gibt. Und das ist einfach so abartig Müll, was da passiert. Bestimmt auch viele tolle Sachen, aber für mich hat das bis jetzt mehr als nur einen negativen Touch. Okay. Was ist denn nach so langer Zeit im Business so die größte Herausforderung, aber vielleicht auch das größte Learning? Die größte Herausforderung ist, den Überblick nicht zu verlieren, weil Musik ja heutzutage so inflationär geworden ist, dass du, also ich bin niemand, der in der Vergangenheit lebt, aber nur um es kurz zu vergleichen, also früher bist du einmal die Woche im Plattenladen gegangen und du hattest deine 10, 15 Top-Singles, die du haben musst für einen Club. Heute ist es so, du musst wirklich suchen, du musst eine eigene Selektion finden und du musst gucken, also heute ist es dieses Filtern, weil du wirst ja überschwemmt mit Musik, die auch zum Großteil sehr gut ist, qualitativ, aber du verlierst relativ schnell den Überblick, gerade was eben Streamingdienste angeht. Das ist so die größte Herausforderung, am Puls der Zeit zu sein, aber trotzdem weiter so Trendsetter zu sein, zu gucken, was ist morgen, übermorgen. Und das hat den Markt extrem aufgebrochen. Also heute ist ja auch Hip-Hop-Party nicht Hip-Hop-Party, sondern heute ist es ja ein Potpourri aus Weltmusik, um es mal jetzt völlig so musikprofessormäßig auszudrücken. Weltmusik. Naja, aber es ist ja so. Also guck den Bad Bunny an, der irgendwie zu Hip-Hop gehört, aber lateinamerikanische Musik macht. Geh nach England, da hast du Drill, also weißt du, diese Genres haben sich ja so aufgeweicht, dass es ja heutzutage irgendwie alles Hip-Hop
groundbreaking ist, aber kein Hip-Hop mehr ist im klassischen Sinne. Ich glaube aber, es ist auch, weil die Labels nicht mehr so die Hand drauf haben, wie zum Beispiel ja bei Bad Bunny, dass er jetzt eben in einer anderen Sprache als Englisch Musik machen kann und da jetzt eben nicht mehr die Labels sagen, damit verprellst du dir aber irgendeine Zielgruppe oder damit wirst du zu weltlich oder so. Ne? Und das ist dann, glaube ich, für dich, wie du ja sagst, genau die Herausforderung, da aber zu filtern. Ne? Aber es macht Spaß und das ist ja für mich, du kommst aus deinem eigenen Denkmuster raus und du gehst ja über deine Grenzen und jeder, der das kritisiert, weil er sagt, das hat ja nichts mit Hip-Hop zu tun, sorry, Digga, aber Hip-Hop ist immer eine Weiterentwicklung von allem. Also Hip-Hop baut ja darauf auf, dass es erstmal dieses Do-it-yourself-Prinzip hat und du kannst alle Grenzen aufweichen, die du möchtest. Das ist ja der Grundgedanke von Hip-Hop immer gewesen. Mach mit anderen Stilmitteln was Eigenes draus. Da würde ich aber tatsächlich einhaken wollen. Kannst du gerne machen. Weil, wir sind schon auf Kreuz. Ja. Weil ich finde schon, dass Hip-Hop ja eine gewisse Grundstruktur hat, wo es herkommt. Sei es textlich, beatmäßig. Ich sage jetzt nicht, dass man immer noch die gleichen Beats wie in den 80ern haben muss. So, ne? Aber findest du nicht, dass diese Aufweichung auch hin zum Beispiel Elektro oder zum Pop oder was auch immer, dass es nicht nur gut ist für den Hip-Hop und Rap? Aber was ist gut? Also tatsächlich ist so, du nimmst ja, also wenn, dann haben sich andere Genres ja bei Hip-Hop bedient, was ja auch wieder sozusagen dann trotzdem ja Hip-Hop ist, weil das ist ja nur eine Kettenreaktion von Sachen. Wir haben uns ja, also Hip-Hop, das Medium Hip-Hop hat sich ja auch bei anderen Genres bedient, um Hip-Hop zu werden. Also wer sind wir? Wir sind ja nicht die Gralshüter von du vielleicht, ich nicht. Also ich bin aber ein DJ, für mich ist es ja wichtig, also in erster Instanz. Ich doch auch nicht. Ich verstehe doch, was du sagst. Ja, gut. Also gerade elektronische Musik hat dieselbe Ebene und dieselben Wurzeln wie Hip-Hop. Also wenn du jetzt House, zum Beispiel Detroit House, Chicago House, das ist derselbe verdammte Beat gewesen, nur ein bisschen schneller. Das ist derselbe Breakbeat gewesen und derselbe Apache Break Loop. Also von daher ist es trotzdem am Ende des Tages dieselbe Ursuppe, aus der wir kommen. Und es ist ja trotzdem auch wie alle Menschen. Richtig schön philosophisch. Ja, aber es ist ja auch so. Und deswegen ist es doch so, wo bemisst du denn die Parameter, was ist Hip-Hop und was nicht? Also wir können ja in jedem aktuellen Song, den wir jetzt, sag ich mal, in den Top 10 haben, du findest von 10 Liedern findest du 9, wo du sagst, ey, da ist der Ursprung auf jeden Fall urbaner Einfluss. Und demzufolge ist es eine Weiterentwicklung. Und es wäre auch ultra langweilig, wenn Hip-Hop in den 90ern stehen geblieben ist. Für den einen oder anderen ist das passiert. Und die haben aber auch noch die Rucksäcke auch von damals. Natürlich, ja. Und auch moderner Boom-Bap ist ja auch immer noch irgendwo spannend. Auf Eastpack, geil. Ja, weil es der klassische Rucksack, entweder hat es einen Army-Rucksack oder einen Eastpack, so ist nun mal so. Oder den von Deichmann, wenn er dir den Eastpack nicht leisten konnte. Den kannte ich nicht. Nee? Nee, die hatten quasi den gleichen, nur ohne Eastpack. Ja, aber wir hatten die Army-Rucksäcke, weil die noch günstiger waren. Also da bist du halt damals also was ja heute auch viel teurer geworden ist, aber da bist du in den Army-Shop gegangen und hast dich dann da eingekleidet sozusagen mit Guerilla Urban Wear sozusagen. Und deswegen ist es für mich viel spannender, also es ist ich bin immer vorwärtsgewandt und nicht rückwärtsgewandt. Und ich finde es toll, wenn das irgendwo einen Schulterschluss hat, dass du so alte Elemente mit neuen Elementen vermischt. Also ein 50 Cent Mombaton Reggaeton Remix, der eine neue Dynamik hat, ist für mich viel spannender, als das Original zu spielen, als Beispiel. Bevor wir zu den Learnings kommen, was ja so der zweite Teil der Frage war, bevor wir komplett abgedriftet sind, habe ich DJ Ron, ja einen sehr wertgeschätzten DJ-Kollegen, Ende 2023 gefragt, warum er aber nach all den Jahren noch Bock hat, mit dem Zeitgeist zu gehen und diese verschiedenen Hypes sich da auch reinzufuchsen und nicht zu sagen, ach, jetzt haben wir Ditte und dann eine Ditte und ach, ich fühle es ja gar nicht mehr und ich spiele es jetzt aber trotzdem, sondern wirklich Lust haben, da noch dabei zu sein. Das würde ich dich gerne auffragen. Woher hast du diese Motivation, dran zu bleiben? Das ist dieselbe wie bei Ron und Schuster, übrigens wirklich Menschen, die ich sehr, sehr mag und mit denen ich auch eine lange Vergangenheit habe und die denselben Impuls haben und glaube dasselbe Mindset wie ich, demzufolge. Das ist genau dieses Musikentdecken. Es geht wirklich, also ich entdecke ja auch andere Genres und natürlich, also ich glaube, Musik ist ja auch immer noch ein Lebenselixier. Entweder konsumieren wir sie passiv oder wir reproduzieren sie aktiv oder produzieren selber. Und das ist so, es ist etwas, was dich glücklich macht. Musik ist etwas, was dich glücklich macht. Also ich glaube, für mich wäre das Schlimmste, taub zu sein. Da bin ich lieber blind, weißt du, so ungefähr. Wenn jetzt der Teufel kommt und sagt, da und da irgendwie. Oder stumm. Wäre für dich auch schwer. Sagt ja die Richtige. Hä? Weiß nicht, was du meinst. Ja. Nein, aber ich glaube, Musik ist Emotionalität in allen Situationen. Also du konsumierst ja Musik immer in einer bestimmten Lebenslage und das Gleiche ist beim Auflegen. Also es ist auch nicht jeder Abend toll, so ist es nun auch nicht und manchmal hat man noch eine große Frustration oder hat auch keine Lust, aber es ist trotzdem,
einfach ein wundervolles Gefühl, wenn du Menschen mit der Art Musik, die du spielst, die du persönlich als erachtenswert und toll empfindest, das weitergibst, ohne die Top 10 zu verfolgen. Und du kannst heutzutage, also ich bringe nichts mehr von den Top 10 ein, weil ich gar nicht weiß, was die Top 10 gerade sind. Ich verschließe mich nicht, aber das meine ich ja, das ist ja so schnelllebig, dass gerade im Deutschrap die Tracks von letzten Freitag haben diesen Freitag gar keine Relevanz mehr. Also haben sie auch für mich keine Relevanz mehr, weil das viel zu schnell konsumiert wird. Also versuchst du eine Balance zwischen all dem zu finden. Und gerade auch Ron und Schuster sind zwei DJs, die sehr, sehr open Format spielen und open-minded spielen und dadurch auch eben Musikeinflüsse, so wie ich, von außen zulassen. Es kann eben auch mal ein bisschen schneller werden. Es muss kein 90 BPM Beat den ganzen Abend sein. Es darf auch mal einen hausigen Touch haben. Also gerade Afro House hat ja in den letzten 2 Jahren eine große Relevanz und die fließt auch bei Hip-Hop mit ein. Dass viele Künstler jetzt oder KünstlerInnen auch damit, also Tyler oder also gerade viele KünstlerInnen aus dem afrikanischen Sektor, vom afrikanischen Kontinent, die ja viel, das meine ich, die nehmen einen Afro-House-Beat und rappen aber drüber. Und dadurch entsteht eine neue Dynamik und eine neue Relevanz. Und das ist für uns sehr, sehr erfrischend und berauschend und inspirierend. Und so passen wir das auch an, ohne dass wir, sage ich mal, unsere Wertigkeit, also gerade eben ein Ron und ein Schuster und ich, die aus derselben Epoche kommen, so ein bisschen, also gar nicht viel vom Alter her auseinanderstehen. Und so, deswegen kennen wir uns ja auch schon seit den 90ern, Splash und so bla bla bla. Und ich glaube, wir gehen in demselben Mindset mit, was viele nicht machen. Viele bleiben stehen und jammern die ganze Zeit, ja, Hip-Hop ist halt so und das und das. Wo ich denke, sorry, aber es ist halt, wie es ist. Dann geh auf eine Oldschool-Party, das ist okay, da bist du satisfied, aber das, was ich anbiete, wirst du da nicht finden und andersrum genauso wenig, weißt du? Und ich glaube, deswegen sind wir uns da sehr nahe auch. Und was sind die Learnings? Vertrau niemanden. Wow, das ist so schlimm, dass du das sagst. Naja, aber es ist ja, also, es ist eine Learning, also, das ist sehr schwierig, weil ich glaube, man lernt unterbewusst sehr viel, ohne das jetzt wirklich so beantworten zu können. Also ich bräuchte, was habe ich gelernt, dass ich eigentlich das, was ich die letzten Jahre immer lerne, dass sich viel wiederholt und es in Intervallen passiert. Also ich habe, wenn du die Hip-Hop-Szene in Deutschland beobachtest, hat es immer eine 10-Jahres-Reproduktionsphase und da sind wir jetzt wieder. Also mich erschreckt nicht, was gerade passiert, dass es diese Techno-Rap-Fusion gibt und so und dass es sehr, sehr kommerziell gibt und die jetzt wirklich wieder alles bei 3 sein, was nicht schnell genug auf dem Baum ist. Das gab es alles vor 10 Jahren schon mal, es gab es vor 20 Jahren schon mal und auch vor 30 Jahren. Und das ist eher eine Betrachtungsweise. Ob das jetzt ein Learning ist, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, Learnings auch verkauft dich nicht unter Wert. Was wir gerade DJs auch immer einen großen, also sehr zu neigen, weil wir wollen ja stattfinden, wir wollen spielen und ich glaube, die eigene Wertigkeit muss man mehr wertschätzen lernen. Findest du denn, dass diese Signing-Manie, auch wie du sie gerade so ein bisschen beschrieben hast, dass es dann auch die Talentiertesten sind, die gesigned werden? Oder was ist da deine Meinung zu? Nee, es sind die, also wie in anderen Aspekten, es sind die lautesten und es sind die chillendsten, die interessantesten. Du brauchst heute keine Qualität mehr haben als Künstler, du musst eine Quantität haben und du musst eine Aufmerksamkeit generieren. Würdest du es so pauschal sagen, ja? In 99% der Fällen. Also jetzt ohne Name-Dropping, aber guck dir doch gerade die relevantesten KünstlerInnen an. Davon sind viele gemachte, also jetzt keine Industry Plans, sondern vielleicht auch sich selbst gemachte, aber es sind ja eher Charaktere, als dass es qualitativ hochwertige KünstlerInnen sind. Ich möchte jetzt nicht allen das absprechen, aber es gibt viele da draußen, die halt wirklich, die ja eher durch ihre Person hervorstechen, als die Qualität ihrer Musik oder ihrer Produkte. Meinst du, dass das auch eine sehr kurze Halbwertszeit hat? Absolut. Aber das ist okay, weil das ist, meine ich ja, das wiederholt sich. Das wiederholt sich in anderen Musikgenres, dass du dadurch, es wird schnelllebiger, es wird noch schnelllebiger. Das siehst du auch an der Kürze der Musik, die hier, also ganz ehrlich, was soll ich mit einem 1,40-Track anfangen? Also auch das, also die Songs werden ja auch immer kürzer und genauso kurz ist auch die Lebensspanne von vielen Künstlern. Es gibt viele, die sich sehr gut, sehr lange halten, die aber auch qualitativ langlebige Musik machen, als das, was heutzutage eben in der Modus Mio zu finden ist. Das ist halt vergessen. Da ist gar keine Substanz, da ist auch nichts Nachhaltiges. Das ist wie mit den Tracks, die ich dir genannt habe, die haben für mich eine nachhaltige Präsenz und die haben mir etwas gegeben und auch wenn ich sie heute höre, verbinde ich da und verknüpfe was damit. Das wird also jemand, der jetzt, das ist jetzt keine Front, aber jemand, der ein Chiago heute jetzt gut findet, der wird das jetzt vielleicht genauso sehen, aber in 10 Jahren ist vielleicht die Musik, der hat auch diepe Songs. Er hat ja einen Song, der heißt Gustav, der ist auch sehr deep zum Beispiel. Aber das, was du wahrnimmst von diesem Künstler,
ist halt sehr Bubble-Plastik. Und wie gesagt, ich möchte dem nicht, also das ist keine Diskreditierung des Künstlers, den ich gerade namentlich genannt habe, sondern der ist ein Beispiel. Er steht als Beispiel für etwas, was in ganz vielen Sachen also auch sich wiederholt. Denkst du nicht, dass er aber die musikalische Chance auch nutzen wird, sich mit seinem Publikum vielleicht weiterzuentwickeln, dass wir halt doch in 10, 15, 20 Jahren noch, nur weil du es jetzt gerade gesagt hast, noch ihn haben, nur halt vielleicht in einer anderen Version? Das ist sehr hypothetisch. Vielleicht reden wir da in 10, 15 Jahren nochmal drüber. Also du weißt ja nicht, was diese Künstler selber für eine Erwartungshaltung an sich selber und ihre Karriere haben. Vielleicht sagt der nimmt jetzt 5 Jahre hochgegriffen mit, was geht, was auch völlig nachvollziehbar ist und auch gar nicht despektierlich, sondern soll er machen, gönn ihm so. Ich glaube, das ist individuell, was KünstlerInnen von sich selber erwarten und wer sie sein wollen und was sie mit ihrer Musik machen möchten. Also das ist ja diese Party-Genre. Das ist ein Zeitgeist, den greift man ab, den nimmt man mit. Also auch dieses Techno-Rap oder diese 160 BPM-Sachen, die werden in 1,5 bis 2 Jahren in meiner Wahrnehmung das ist jetzt keine Relevanz mehr haben, weil es halt einfach Musik ist, die einen Zeitgeist abgreift, aber Zeitgeist verändert sich ja permanent. Wir sind ja in einer permanenten Veränderung nach vorne und Techno ist jetzt interessant und Deutschrap ist immer noch interessant, also es ist klar, dass es eine Fusion gab, aber ich glaube, das ist eben hedonistische Musik, die eben dann weg ist. Also weil also es verändert sich. So hochwertige Musik ist etwas, was ja zeitlos ist und da wird einfach ein Zeitgeist abgegriffen, der völlig legitim aber auch ist. Wir sind ja gerade schon so richtig schön reingeslidet in dein DJ-Dasein und hatten ja auch kurz Corona schon angesprochen. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade nach Corona gefühlt gar keine Deutschrap-Partys mehr gab. Und kurz davor gab es ja so einen Hype, wo gefühlt Clubs ja nur noch Hip-Hop gespielt haben. Das heißt, man wusste, wenn man da auf Safe hingeht, hat man die Party seines Lebens. Und vor allem Deutsch-Rap-Partys und nicht jetzt Hip-Hop-Partys. Hast du denn auch das Gefühl, Frage 1 und Frage 2, denkst du, das kommt nochmal zurück, so in der reinen Form, wie wir es damals hatten? Also das Gefühl auf jeden Fall. Also ich sag immer, Deutschrap ist zu Corona in den Clubs gestorben, sprichwörtlich. Davor war es so. Die Clubs sind ja auch gestorben. Ja, auch das. Also da nimmt sich, glaube ich, einiges so Hand in Hand. Also gerade wir hatten ja in Berlin das Musik und Frieden. Das war ja sozusagen so der Spot für Deutschrap-Partys, beziehungsweise wo es dann immer einen Floor gab, wo es ja auch wirklich den ganzen Abend Deutschrap gab. Und da ich nun mal irgendwie immer Teil dessen war, weiß ich ja, was da passiert ist. Und es waren unfassbar tolle Nächte und es war wunderbar, den ganzen Abend nur Deutschrap spielen zu können. Also privilegiert auf jeden Fall. Und ich bin ja auch wirklich die 2, 3 Jahre davor durch die ganze Bundesrepublik gebucht worden. Also die Leute haben sich überworfen, damit Deutschrap-Party zu machen. Und da ich offensichtlich in denen ihrer Wahrnehmung eine repräsentative Figur war, daher kam ja dieses alter Ego Deutschraps Liebling, also was heute nicht mehr da ist, aber es war zu dem Zeitpunkt, war es eine sehr inflationäre Sache, die wäre vielleicht irgendwann gestorben, weil es einfach eben inflationär war, aber ich glaube, Corona hat das beschleunigt, weil sich die Musik ja sehr reduziert hat und ich denke, was war der zweite Teil der Frage? Warum? Ob du dir vorstellen kannst, dass es ein Revival gibt? Schwierig. Also aktuell würde ich es verneinen, aber ich bin niemand, der so jetzt so Nostradamus-like so jetzt eine Prognose abgibt. Okay, Reef, ich gebe dir die Hand drauf. Wenn es wieder eine reine Deutschrap-Party gibt, ich bin da. Ja, okay. Ich sehe nochmal einen Club von innen nach 2 Uhr nachts. Wow. Ich gehe nochmal raus. Okay. Es wird passieren. Also an die Leute da draußen, an die Veranstalter. It's your choice. Wir machen es einfach selber. Ja, oder so. Was soll der Geiz? Hey, lass uns mal hier Selchuk anrufen, Iron Maiden. Mit dem habe ich schon mal eine Dipset-Party selber gemacht und das war auch ein Erfolg gewesen. Zu was gehst du denn eigentlich am liebsten feiern? Tatsächlich gerne zu elektronischer Musik. Einfach, weil es abwechslungsreich ist, weil es auch für mich auch immer noch so eine andere Welt ist, die ich ja sonst so nicht betrachte. Und weil es eine andere Dynamik hat, die ich sehr mag. Aber jetzt auch nicht auf diese Happy Rave-Geschichten. Also ich brauche kein 160 BPM Tech-Beat, sondern schon guter Techno oder gute Hausmusik. Ist aber auch eher so selten, deswegen ist es ein Luxus für mich. Und dann ja, einfach, weil ich brauche was anderes. Ich kann dann nicht also ich gehe dann vielleicht Freunde besuchen, aber ich gehe nicht zum proaktiven Party machen, gehe ich nicht auf eine Party, wo ich selber stattfinden könnte. Oder ich gehe auf Konzerte. Ist ja auch Arbeit. Eben.
Ne? Da hat man immer noch die Verknüpfung zu. Das auch. Und es ist. Bist du dann auch wie so ein Partyveranstalter, Veranstalterin oder so, dass du dann auch immer die Fehler hörst und siehst? Absolut. Ich sehe das auch immer und denke mir, oh Mann. Ja, aber auch beim Techno, also auch da du bewertest unbewusst, obwohl du es vielleicht gar nicht willst, aber es passiert halt. Und da ist halt eben diese Betrachtungsweise, dass es so inflationär, also auch da keine Diskreditierung, aber jeder denkt heutzutage, er kann DJ sein. Und natürlich kannst du, wenn du einen Sync-Button findest, auch Übergänge irgendwie charmant hinbekommen. Oder mit KI. Das ist ja das nächste Thema, was noch ein großes Fragezeichen beinhaltet, wie das weitergeht. Aber es ist trotzdem am Ende des Tages so, wie nimmst du die Menge mit, wie beeinflusst du? Und das ist in jedem Genre gleich. Und du hast da deine sehr guten, herausragenden DJs und sehr viel schlechte. Hat denn KI schon irgendeinen Einfluss auf deine Arbeit, was Musikselektion oder auch Mixing, keine Ahnung? KI kann ja gefühlt alles. Da müsste ich jetzt ChatGPT fragen. Ob es geht? Ob es geht. Aber du nutzt es noch nicht. Beim Produzieren auf jeden Fall. Beim Auflegen habe ich es tatsächlich noch nicht mitbekommen. Also könnte ich mir jetzt auch noch nicht vorstellen, außer dass dir KI tatsächlich eine Playlist vorgeben würde, anhand von Tempo, von Keys und so und auch Dynamiken, Stimmungen. Das durchaus möglich oder ist wahrscheinlich, geht es so, aber da ich es ja selber mache, brauche ich es nicht. Wo es halt beim Produzieren, das kann jeder andere Produzent wahrscheinlich bestätigen, dass es mittlerweile Plugins gibt, die halt KI-basiert sind und sowas. Oder du da auch zum Beispiel Vorschläge, wie du einen Song produzierst, kannst du dir durch KI auch geben lassen. Also sowas gibt es alles. Wir waren ja eben schon bei Musikauswahl in deinen Sets und ich habe irgendwo aufgeschnappt in einem anderen Interview, wo du zu Gast warst, dass du R. Kelly ja schon länger nicht mehr spielst in deiner Playlist. Und wir müssen jetzt zwar nicht ins Detail gehen von dem P. Diddy-Sachverhalt, der ja momentan sehr groß diskutiert ist und ja riesig ist, und mal schauen, was da dieses Jahr noch auf uns zukommt. Hast du da für dich persönlich denn schon Konsequenzen gezogen? Weil es ist ja nicht nur P. Diddy, der jetzt im Rampenlicht steht, wenn auch negativ, sondern es sind ja auch andere MusikerInnen, die da, sollte das jetzt alles wirklich so sein, wonach es aussieht, darin mit verwickelt sind. Über wen sprichst du gerade noch? Damit wir mal die Liste haben. Ich sag hier gar keine Namen. Sag, trau dich. Guck in die Anklageschrift. Du meinst Jay-Z. Ich meine gar keinen. Ich hab Jay-Z gesagt. Aber hast du für dich, also ich meine, es ist ja wirklich, ich finde das also nicht, dass es mich irgendwie überrascht, aber ich finde es ja unfassbar katastrophal, was da passiert ist. Absolut. Hast du für dich da schon irgendwie, wie gesagt, Konsequenzen gezogen oder dein Wertekompass danach ausgerichtet oder generell, was du spielst und was du nicht spielst? Wie gehst du damit um? Also ich bin jetzt, würde jetzt nicht mich als Befürworter der Cancel Culture ausrufen, weil das ein sehr dehnbarer Begriff ist und manchmal auch sehr gefährlich. Ich merke nur, dass ich kein gutes Gefühl dabei habe, wenn ich diese Protagonisten spiele. Also es ist wirklich mein eigener moralischer Kompass und mein Wertesystem. Und da das ja eben nicht Sachen sind, die aus der Luft gegriffen sind oder eben schwammig sind, wie jetzt wirklich mal Jay-Z, ob der jetzt damit drin hängt oder nicht, ist bis heute nicht bewiesen. So bei P. Diddy gibt es, also da kann man nichts schönreden. Ich glaube auch, der kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Die Frage ist, in welchem Umfang. Zu Recht. So, R. Kelly das Gleiche. Das kann man nicht schönreden. Also wir hatten damals diese Videos wirklich schon, als das Internet losging, war das auf... Als das Internet losging. Sorry, ist wie es ist. Router. Also wir haben diese tatsächlich 56K Videos, also wir haben das damals schon gesehen, weil diese Sachen waren relativ schnell da, aber sie sind halt viel später geahndet worden. Und es ist so, ich würde mich selber damit nicht wohlfühlen. Das ist halt so der Punkt. Wenn es mir egal, ich kenne genug KollegInnen, denen es offensichtlich egal ist, die das halt auch durchziehen. Und das ist jedem sein gutes Recht. Mein moralisches Wertesystem gibt mir da einen Wahnsinn und ich fühle mich wirklich nicht, ich habe Bauchschmerzen dabei. Ich kann es auch nicht. Ich habe letztens auch wirklich da gestanden, es gab so eine 2000er Party und die 2000er spiele ich echt noch gerne, die 90er nicht mehr, aber die 2000er. Und da war es wirklich so, ich kann hier Bad Boy for Life, kann ich nicht spielen. Es tut mir leid, aber da krampft sich bei mir so, weil ich einfach diesen Menschen keine Plattform geben möchte, weil ich bin nicht der Fan von Kunst und Künstler zu trennen, weil du hast als Künstler und KünstlerInnen, du hast eine Eigenverantwortung und du hast eine Verantwortung auch nach außen. Und das für mich gehört das zusammen. Also sorry, du kannst Kunst und KünstlerInnen nicht voneinander spalten. Das geht in meiner Welt, funktioniert es nicht. Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rohling, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print on Demand. Shopper öffnen, Produkte anlegen und los geht's.
Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Wo wir gerade bei problematischen und teils ja auch gefährdenden Themen sind, aufgrund der aktuellen politischen Situation, findest du denn, dass Rap politischer sein muss? Unbedingt. Und Stellung beziehen müsste? Es gibt Gott sei Dank Ausnahmen. Es gibt zu wenig Ausnahmen. Es müsste die Mehrheit sein. Du musst auch nicht permanent politische Messages raushauen, aber du solltest dich ganz klar tagesaktuell positionieren und das erwarte ich von Hip-Hop-Künstlern in diesem Land und kommt zu kurz. Es wird mehr, aber es ist viel zu wenig und es fehlt die Stimme der Vernunft, sondern es ist immer noch, mein Lifestyle ist am wichtigsten, also dieses Braggen und Boasten, was ja einen wichtigen Impact hat, kannst du gerne verarbeiten, kannst auch weiter erzählen, du bist der niceste und der krasseste und du hast den teuersten Wagen und die teuerste Uhr und du bist der durchtrainierteste und so weiter und hast so und so viel Bitches und bla bla, also alles, was dir da so vorschwebt, kannst du ja ausleben. Ich finde aber, du hast es, jetzt sind wir wieder beim KünstlerInnen und Kunst voneinander trennen. Du hast eine gottverdammte Verantwortung, wenn du in einem Land lebst, was diese Problematik hat, wenn du eine Stimme in der Öffentlichkeit bist, ein Vorbild vor allen Dingen oder eine Vorbildfunktion für Fans hast, dann ist es deine gottverdammte Pflicht, dein demokratisches Recht und Pflicht, also Recht sowieso, aber Pflicht, mach dein gottverdammtes Maul auf. Gerade jetzt ist es so wichtig und ich habe das Gefühl, dass viele KünstlerInnen sich nicht der Konsequenzen bewusst sind, die nächsten Entscheidungen in diesem Land haben werden, politisch gesehen. Und jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich habe mittlerweile echt tolle Beispiele von KünstlerInnen, die mir in die Timeline aufgrund wahrscheinlich meines Algorithmus gespielt werden, die sich, auch wenn es nur 2 Sätze sind in einem Track, die sich auf jeden Fall positionieren und okay, es wird ja verzögert, aber vor 2 Tagen wurde mir zum Beispiel ein Video angezeigt von Fly. Ich glaube, es ist ein Künstlerkollektiv. Ich bin gerade so ein bisschen in Interaktion mit denen aus dem Prenzlauer Berg, die halt auch das haben. Und die aber auch ganz klar sagen, jetzt im Austausch, wir sind aber keine politische Band, aber wir nehmen Position. Oder ich habe jetzt mit Fruchtmax geschrieben, ein paar Mal hin und her, der sagt so, der nie politisch war. Wenn man seine Musik, sein Content und alles von ihm verfolgt, der nie eine politische Meinung hat und der auf einmal sagt, ey, ich kann nicht mehr, ich habe eine Verantwortung, der hat eine Frau und ein Kind gerade, der hat gerade Angst. Also ich glaube, es bricht gerade etwas auf bei einigen, nicht bei allen. Wünschenswert wäre es aber, weil die da oben in ihrem Elfenbeinturm sitzen, weil sie die Top 10 anführen, auch die wird es treffen. Selbst wenn sie sich finanziell abgesichert haben, aber trotzdem innerpolitisch wird es auch diese Menschen treffen, weil das nicht alles, also so, und ich denke mir so, und dann nenne ich jetzt keine Namen bewusst, weil ich sonst wieder gleich irgendwie so, aber wir wissen ja ungefähr so, wer jetzt gerade so führend und dominant ist und da ist niemand, der sein gottverdammtes Maul aufmacht, wo ich denke so, Digga, dein nächstes Album interessiert mich gerade herzlich wenig, ich habe Angst um meine Zukunft in diesem Land. Ist mir scheißegal, ob du in 2 Wochen dein Album releast, das erreicht mich gerade nicht, weil ich kann auch dann, Musik ist ein Kulturgut, das kann ich nur genießen, wenn ich in einem stabilen Umfeld bin, wo ich mich sicher und wohl fühle. Und aktuell leben wir in keinem sicheren Land, zu keiner Zeit, die sicher ist. Gerade nach dem Tabubruch, was Friedrich Merz getan hat. Verfassungswidrig. Ob er damit durchkommt oder nicht, das sei dahingestellt. Darum geht es aber nicht. Es geht ja um das Zeichen, was er gesetzt hat, das ihm egal ist. Und die Meinungsmache, ne? Ist ja das Gleiche, was Trump mit seinen Dekreten gemacht hat, was ja auch verfassungswidrig einfach zum großen Teil ist, was die Staatsbürgerschaft Aberkennung angeht. Absolut. Bla bla bla. Ich glaube, es ist halt gerade wirklich, es wird viel Stimmung gemacht, es wird viel in eigenen Lagern sich bewegt. Klar, Bubbles. Und viel mit Wörtern um sich geworfen wie Stolz. Man muss wieder stolz sein, Deutscher zu sein und so. Was bedeutet das denn? Also, das ist doch kein Geburtsrecht. Du kannst doch auf und auch, also ne, es ist wie gesagt Stimmungsmache. Da werden einfach Sachen, ne, Leute wie wir regen sich dann darüber auf und sagen, wie können sie nur das sagen und wie kann man das nur befürworten? Und die anderen sind so, ja, aber es stimmt doch. So, da ist doch ein wahrer Kern dabei bei dem, was sie sagen. Und so kann man nicht mehr zueinander führen. Und das finde ich das Schlimme, dass wir uns immer weiter auseinander bewegen und die da oben, wie du so schön gesagt hast, ja ihr Ziel erreichen. Also die Spaltung ist ja schon da, obwohl die Politik noch nicht mal da ist. Wir brechen es jetzt mal runter, weil da sind wir ja in dem Dilemma. Weil wir brauchen Diskurs, aber
auf der anderen Seite, ey, wir sprechen nicht mit Nazis, weißt du? Und das ist genau das Problem, was, glaube ich, die linke Bubble hat, dass wir nicht wissen, wo ist die Ebene, wo wir uns annähern können. Wo ist der Punkt, wo können wir vielleicht noch jemand überzeugen und ihn aus seinem Mikrokosmos rausreißen? Weil wir am Ende des Tages gehen die alle Döner essen, um es mal zu pauschalisieren. Weißt du, was die Herausforderung ist, dass diese Denke in deren Köpfen, also deren, du weißt, was ich meine? Leute, die damit zum Beispiel sympathisieren, dass das in sich geschlossen ja Sinn macht. Ja, also es ist wie jede gute Verschwörungstheorie. Ja, wie bei uns. Umso tiefer du da reingehst, dann bist du bei Chemtrails und dann so, ja, na klar, und weil das und das. Ja. Und in sich geschlossen ergibt das eine Logik. Wenn du aber nicht den Schritt nach Schritt nach Schritt nach Schritt, sondern du kommst erst bei dieser Verschwörungstheorie an, dann bist du so, Die Erde ist nicht keine Scheibe, so, wie kommst du denn da drauf? Ja. Und diese ganzen Baby-Steps, die so Leute gemacht haben, um sich um eine Ideologie anzunehmen, die müsste man ja wieder rückwärts gehen in so kleinen Tippi-Schritten, damit man wieder ankommt, wo man aufbauen kann darauf und sich wieder zu einigen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, weil viele zu tief in ihren Glaubenssätzen dann sind. Aber das meine ich ja, aber das erreicht dich ja und du hast ja einen klaren Blick und ein rationales Verständnis auch für die Welt und du hast ja die Welt aus deiner Sicht ja auch verstanden, weil du sie ja reflektieren kannst und weil du auch den Verstand dafür hast. Jetzt sind wir richtig schön abgedriftet, Reef. Hier verblieb der Politik-Podcast. Jawohl. Aber ich finde es wirklich, weil es ist so wichtig und auch ja wirklich tagesaktuell, dass wir darüber sprechen, dass wir Haltung beziehen. Wie du auch sagst, wenn wir hier eine Plattform haben, bin ich zu 100% dafür, dass wir sie nutzen und sagen, geht wählen, entscheidet euch richtig. Absolut. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung, weil ich war sehr desillusioniert, was eben auf deine Kernfrage zurückzukommen, ob es im Deutschrap eben politische Musik stattfinden sollte oder wie weit ein Künstler sich politisch äußern sollte. Ich habe in den letzten Tagen eben, wie gesagt, durch Recherche, eben durch berufliche Natur, aber eben auch in Hand gehen, habe ich einfach KünstlerInnen entdeckt, die sich politisch engagieren, was ich gut finde, was ein bisschen Balsam auf diese Seele gerade ist. Und es sind kleine KünstlerInnen, was natürlich dann wieder sagt, die haben halt nichts zu verlieren, weil sie natürlich noch nicht diese Fanbase haben, wo sie Angst haben, sie zu verlieren. Ich würde mir halt wünschen, wenn gerade KünstlerInnen, die eben eine große Reichweite haben, das nutzen würden. Und selbst wenn sie nur eine Aufforderung geht zur Wahl, wählt die richtige Partei, das muss gar nicht musikalisch sein, aber das ist mir zu wenig, bis gar nicht. Und das ist halt echt eine Schande, muss ich sagen. Zurück zur Musik. Ja. Ich habe den Bogen gerade gekriegt, ich habe wieder Künstler. Danke dafür. Stellung beziehen, wir gehen gar nicht so weit weg vom Thema. Ich weiß ja, dass du feierst, dass auch immer mehr Frauen in der Hip-Hop- und Rap-Szene aktiv sind. Eine kritische Nachfrage sei mir allerdings erlaubt. Gerne. Ich habe in der Vorbereitung, wo wir dann auch geschrieben haben und ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht haben, dich gefragt, ob du mir mal zusammenfassen kannst, mit welchen Künstlern du in den letzten 100 Jahren schon zusammengearbeitet hast. Und es waren so über den Daumen, ChatGPT hat gezählt, 70 Namen. Und davon waren nur eine Handvoll Frauen dabei. Klar, das soll jetzt überhaupt nicht, ich will dich jetzt hier in irgendeine Richtung drücken oder dich jetzt in die Pfanne hauen oder so. Ja. Das will ich nur klar machen, das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Und klar, die Szene war ja auch lange einfach männlich dominiert. Die großen Stars, wenn wir sie mal so nennen möchten, waren halt nur Männer. Und ich weiß ja auch, wie Netzwerk funktioniert, Kumpelbusiness, man kennt sich und dann kennt man irgendwie wieder den anders. Und so ist es ja ein Schneeballding. Ja. Gibt es denn aber einen konkreten Grund dafür, warum das Verhältnis in der Masse dann doch so gering ist, also so wenig Frauen in deiner Zusammenarbeit? Kannst du das an irgendwas festmachen? Das ist die Zeit tatsächlich, weil, also du hast die Frage eigentlich selber beantwortet, weil als ich angefangen habe, als Tour-DJ zu arbeiten, gab es keine weiblichen Künstler, also ich kann jetzt niemanden nennen, also ich könnte jetzt... Kurae. Ja, aber das ist Heidelberg, Berlin, da gibt es keine Überschneidungspunkte. Also genau, das ist der Punkt so. Also ich bin ja aus meinem Mikrokosmos heraus gestartet und wenn ich jetzt zurückblickend sagen würde, die erste... Kitty Cat. Ja, aber das hat auch lang gedauert und das war ja auch eher, also Kitty Cat habe ich zweimal... Es war jetzt nicht 89. Nee, genau, und es war auch nicht zu Agro-Zeiten, weil da war ich da schon nicht mehr und da war auch, das war viel zu viel Abstand. Wenn ich jetzt über den Daumen peilen, die erste Künstlerin in meinem Umfeld tatsächlich war halt Mel Beats gewesen, aber eben aus dieser Konstellation, in der wir zusammen sind, sie war auch die einzige Frau damals. Also deswegen das Verhältnis von, also wir nehmen jetzt mal dieses ganze Konstrukt da, auch Royal Bunker,
da gab es halt keine Frauen. Und die Frauen, die da waren, waren halt die Freundinnen von XYZ. Das war niemand, der eine repräsentative Position eingenommen hat. Und das ist tatsächlich der Zeit geschuldet über die letzten 20, 25 Jahre und gar nicht beabsichtigt, sondern ich hätte mir gewünscht. Also ich hätte es toll gefunden, wenn ich 2002, 3, 4 irgendwie schon mit einer Künstlerin zusammenarbeiten hätte dürfen. Aber jetzt mal im Ernst, das kannst du da, also gehen wir zurück, die hättest dann eine Hand abzählen können. Und wenn, dann waren sie nicht in dem konkreten Umfeld. Also schade. Also ich bedauere es eher, dass es eben so eine Unverhältnismäßigkeit hat. Denkst du, es ist jetzt einfach Zeitgeist, warum mehr Frauen aktiv im Musikbusiness auch eingreifen und nicht nur hinter den Kulissen und als ich bin einfach dabei und ich hänge mit denen rum? Warum jetzt die Entwicklung so ist, dass jetzt mehr Frauen da sind? Nee, es ist einfacher geworden. Zeitgeist ist es nicht. Ich glaube, Frauen haben per se über die letzten Jahre durch feministischen Einfluss und Strukturen ein viel größeres Selbstbewusstsein, dass sie sagen, wir können das Gleiche, was Männer können, also dass es auf Augenhöhe funktioniert und die Diskreditierung ist nicht mehr so extrem. Also früher bist du halt gefühlt gelyncht worden, wenn du als Frau ja irgendwo, also es gab wenig Frauen, also mir fällt gerade impulsiv noch im deutschen oder im Berliner Umfeld Piranha ein, die so eine der ersten war, die ich wahrgenommen habe und auch, oder Soki oder so, also die mussten sich ja trotzdem also massiver Kritik stellen und heutzutage hat es eine größere Selbstverständlichkeit, du wirst zwar immer noch anders gewertet tatsächlich und deswegen übersexualisieren sich Frauen ja oft, nicht alle, aber viele, was schade ist, aber es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank auch viele KünstlerInnen wie Antifuchs, DP und also oder Liz, die oder Ojilu, die ja oder selbst eine Shoki, die halt mit einem also wobei die natürlich sehr mit ihrer Sexualität spielt, aber sage ich mal, die so ihre Kunst machen und nicht sich über ihr Aussehen sozusagen definieren lassen. Und ich glaube, dass dazu, dass du auch, was wir eingangs hatten, dass du kein Label mehr brauchst, um deine Musik zu verwerten, wen juckt, du kannst machen, was du willst. Also tu, was du willst. Und wenn sie sagt, ich möchte rappen, die Person, dann let's go, weißt du, sie hat ja gar keine Boundaries, außer die in dem eigenen Mikrokosmos aufgestellt werden oder in dieser Szene aufgestellt werden, weil Deutschrap ja immer noch frauenfeindlich, homophob und in vielen Aspekten einfach aneckend ist. Und aber dieses Selbstbewusstsein und Frauen sich ihrer eigenen Wertigkeit und ihrem eigenen Dasein viel bewusster sind, was ja auch von außen, also Zeitgeist ist es eher von außen gesteuert, aber nicht innerhalb des Mikrokosmos. Ich finde es toll, wie stolz Frauen ihre Musik verwerten und die sagen, ey, ist mir egal, also ist mir auch egal, was du denkst und die gar keinen Wert auf die Meinung von irgendwelchen Kollegen legen, sondern die sagen, ich mache einfach, ich habe Bock und ich tue und ich mache es in erster Linie für mich. Also viele, die ohne Berechnung dabei eben und eben aus Liebe zur Musik machen und zur Kunstform. Wie ist denn im Club das Verhältnis von männlichen und weiblichen Artists, die du spielst? Warte, ich muss kurz überlegen. Immer noch unverhältnismäßig, also es wäre keine 50-50, aber ich sage 60-40. Mhm. Krass, ich dachte tatsächlich, ich wäre noch 80-20 oder so. Nee, 70-30. Also ich kriege, also viele Wünsche sind auch tatsächlich, sage ich mal, die sich weibliche Künstler wünschen. Was ist denn der Kernunterschied? Weil ich weiß, dass du ja auch als Tour-DJ unterwegs bist. Gibt es denn einen großen Unterschied, wenn du mit männlichen Rappern zusammen bist oder mit weiblichen Rapperinnen? Ist jetzt doppelt gemoppelt, aber du weißt, was ich meine. Gibt es da so einen großen Kernunterschied in der Zusammenarbeit? Ich würde jetzt mal, also schwierig. Ich würde es mal aufs aktuelle Modell sozusagen setzen. Also wenn ich mit jemand wie Antifuchs unterwegs bin, hat es einen sehr freundschaftlich familiären, professionellen Charakter, ohne großen Eskalationsmodus. Also wir haben einfach Bock und wir sind aber in dieser kleinen Crew immer sehr beieinander und es ist eben sehr eng und sehr vertraut und es macht auch unglaublich Spaß. Und dann gehe ich mit jemand wie Banks zum Beispiel, mit dem ich dann auch unterwegs bin von AOB, da ist es dann eher so wieder, es ist jetzt auch kein, dass es da Randale gibt, aber es hat eine andere Dynamik, einen anderen Vibe, aber es ist trotzdem genauso toll. Also es macht mir genauso viel Spaß, aber es ist vom Gefühl her, glaube ich, ein anderes. Aber ich würde es jetzt nicht auf die Geschlechterrollen irgendwie transformieren, sondern wirklich, es sind die unterschiedlichen Charaktere auch in ihrer Musik. Oder ich meine jetzt, okay, das könnte man jetzt ankreiden, aber ich war jetzt, also, oder nicht ankreiden, ich widerspreche mich auch nicht, aber zum Beispiel, wenn ich mit jemandem wie King Orgasmus irgendwie auf Tour bin, mit dem ich jetzt 3 Shows gespielt habe, dann ist das natürlich wieder so, das ist dann wirklich überbordend, laut, lustig,
vielleicht auch viel zu sexualisiert, aber eben da weiß ich auch, das mache ich, weil ich weiß, dass da mehr Show-Effekt ist, als dass es tatsächlich hinter den Kulissen sich reproduziert, sondern da ist es dann Künstlerkunst? Das sage ich ja, deswegen kann ich da jetzt auch angegriffen werden oder ich bin auch also als Blockmonster noch zum Beispiel viel auf Tour gegangen. Das sind dann eher Leute, da ist es tatsächlich eine bewusste persönliche Entscheidung und nicht die Musik. Also bei Fuchs bin ich auch, also die Musik mag ich, bei Banks mag ich die Musik, da ist alles wirklich, was ich vereinnehmen kann, aber ich muss jetzt nicht alles toll finden, was die anderen machen, aber da ist es halt eben auch das, da trennt sich zum Beispiel der Künstler von der Kunst selber. Also die sind im Privaten komplett anders als das, was sie auf der Bühne, da geht es um einen Entertainment-Faktor. Also das, was auf der Bühne passiert, ist nicht das Gleiche, was hinter der Bühne passiert. Und das ist jetzt bei jemand anderem ja, die Ebene, die sind genauso cool oder genauso toll wie auf der Bühne und das ist, die Musik wird, sage ich mal, auch hinter der Bühne weitergelebt, aber eben nicht mit dieses Eskalative, so. Also deswegen meine ich so. Und ich mag halt einen Blog zum Beispiel privat unfassbar gerne, weil er an sich eine tolle Person ist, muss aber deswegen nicht Fan seiner Musik sein, um trotzdem mitgehen zu können. Und natürlich kann man da jetzt eine Kritik draus spinnen, aber deswegen sage ich ja, da trenne ich das, aber aus einem anderen Blickwinkel. Ich mache jetzt nochmal wirklich einen großen Bogen auf, aber der ist wichtig, um dann zu gucken, wo wir ankommen. Du hast gesagt, dass Nachtleben dir ja irgendwann wichtiger wurde als auch dein Abi. Hast ja aber trotzdem was Richtiges gelernt, nämlich Einzelhandelskaufmann bei Nordsee. Ja. Lieben wir. Und Fun Fact, du kannst bis heute noch Fisch filetieren. Ja. Das war wirklich... Hast du das recherchiert? Verdammt. Ich habe es so gelassen. Also ich glaube, also Fisch vielleicht nicht mal unbedingt, aber ich könnte noch eine Auster aufmachen tatsächlich. Eine Auster auf. Okay, dann sehen wir uns in Cannes. Ja. Naja, zurück zum Rap. Das war mein kleiner Funfact aus der Recherche, um das hier auch mal ein bisschen aufzulockern. Ja, aber es war, ganz ehrlich, ich hätte nichts von dem gemacht. Also Abitur ärgere ich mich tatsächlich bis heute so ein bisschen, weil ich glaube, gerne studiert hätte und vielleicht irgendwas in Musikwissenschaften und so. Das ist so der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen wirklich so weinenden Auges in die Vergangenheit blicke. Diese Ausbildung war einfach, das war eine häusliche Nötigung. Also keine häusliche Gewalt, sondern das war so, du machst hier entweder eine Ausbildung. Ich habe auch mit dem Beruf nichts anfangen können. Also es gibt auch gar keine Identifikation dessen, sondern es war wirklich so eine elterliche Entscheidung. So, entweder du machst hier was oder es hätten sie nicht gemacht oder wir schmeißen dich raus. Das war so das Druckmittel zu Hause. Aber um das mal so, und Nordsee war die einzige, die mich am Ende noch genommen haben. Aber ich war schon verloren. Ich war schon Kind der Nacht und der Kind der Straße. Also. Naja, aber deine Eltern haben ja trotzdem toleriert, dass du nachts in den Clubs bis heute nicht rumgerannt bist. Naja, aber irgendwie hast du es ja dann doch gemacht. Da schließe ich mich auch wieder an, okay, das ist tatsächlich so, mit Musik, willst du, das ist dein Beruf? Also da habe ich mich sehr wiedergefunden, obwohl sie ja singt so, aber es ist derselbe Konsens so, das ist für heute für die meisten kein Beruf und trotzdem ist es ein Beruf, weil es ist mein Einkommen und ich kann meine Miete davon bezahlen und ich kenne aber den Struggle, also wie jeder, der selbstständig arbeitet, ist es egal, ob es jetzt ein selbstständiger Tischler oder ein selbstständiger DJ oder eine selbstständige Sängerin ist. Oder Podcasterin. Oder Podcasterin, genau, sind wir alle. Also das ist zu Hause auch immer noch so, wenn du nicht Erfolgserlebnisse vorzuweisen hast, dass du irgendwo medial stattfindest, dann ist es immer noch so, ja, aber ist es ein richtiger Beruf? Also auch meine Oma versteht bis heute nicht, die fragt mich immer noch, und hast du schon wieder Arbeit gefunden? Weißt du, wo ich denke so, sorry, aber. Ja, lieben wir. Ja. Du hast ja aber nicht nur aufgelegt, denn worauf ich hinaus will, als echter Kreuzberger warst du ja auch unter anderem mit Savage an der Gründung von Royal Bunker beteiligt und mit dabei. Was genau war denn da deine Rolle back in the days? Oh Gott, ich kann mich nicht so richtig dran erinnern. Das ist, also ich weiß natürlich wieso. Also ich war primär erstmal DJ, der da sonntags die Platten aufgelegt hat für die Künstler, auch da wieder komplett männlich, deswegen, die da ihre Performance zum Besten gegeben hat. Es war sehr instinktiv, also ich gab nie dieses proaktive, wir setzen uns jetzt hin und wir gründen Firma XY oder wir machen das, sondern natürlich war immer noch am Ende des Tages Steiger die treibende Kraft hinter all dieser Geschichte und ohne ihn hätte es das auch alles nicht gegeben und wir sind so ein bisschen mitgelaufen und wir haben so unsere Aufgaben jeweilig erfüllt. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da groß organisatorisch oder administrativ genauso wenig wie ein Savage, wir haben halt die Leute mitgebracht, sagen wir es mal so, aber wie halt der gute Geist war Steiger und ist es bis heute,
es hat sich einfach verselbstständigt im Endeffekt. Es war wirklich, also die Geschichte ist auch immer noch die gleiche. Savage war in L.A. und San Francisco und war halt bei seinen Verwandten und es war irgendwie Austausch. Der kam mit diesem Project Bloat-Gedanken wieder. Project Bloat, für die es nicht wissen, war ein Café in L.A., wo gefreestylt worden ist, wo es verschiedene Größen, ich sag mal, die populärsten waren Souls of Mischief, die man heute noch kennt, aber auch viele andere Underground-Künstler. Und er ist mit dieser Idee sozusagen schwanger geworden, hat sie mit nach Berlin getragen und Steiger hat es aufgegriffen und hat es halt dann verwirklicht. Ich glaube, das ist einfach der Impuls dahinter. Aber wir haben viele Sachen damals sehr instinktiv gemacht, richtig oder falsch. Also ich habe ja noch viele Karrierestolpersteine in meiner, wo ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Stichwort! Ja, wusste ich doch. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Genau. Du hast ja auch irgendwann so diese Royal Bunker-Szene, nenne ich es jetzt mal, verlassen, weil es dir zu untergründig war. Mhm. Was hat dir denn gefehlt? Oder was hättest du dir gewünscht? Also ich habe sie, glaube ich, aus 2 Aspekten verlassen. Der erste, ich habe viel zu viel gekifft zu der Zeit und war echt unfassbar unehrgeizig und faul. Das ist leider die negative Seite. Die andere Seite war, ich wollte halt im Club stattfinden. Also Musik hat sich verändert. Also ich war dann irgendwann nicht mehr Underground-Künstler und habe auch keine Underground-Musik gehört, sondern man hat sich dem Mainstream geöffnet, weil du brauchst, also das ist ja die Essenz eines DJs ist, er möchte tanzende Menschen. Er möchte Menschen zum Tanzen bringen, aber wenn du da die krassesten, knarzigsten Underground-Platten auflegst, wo nur 20-jährige Jungs... Stolperbeats. Ja, Stolperbeats, genau, wo irgendwie nur 20 Kerle zu tanzen und irgendwie... Und ich. Und wahrscheinlich, ja, wenn man das mal so betrachtet bei dir... Ja, man kann aber zu Döll nicht tanzen, Punkt. So. Man kann ihn super hören, aber man kann nicht dazu tanzen, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Gibt schon Songs? Ja, du vielleicht schon, ja. Ich brülle mir halt die Seele aus dem Leib. Ja, aber das ist, aber das, also eher würde ich zu einem Konzert von ihm gehen jetzt als Beispiel, als dass ich jetzt sage, ich tanze dazu oder ich lege es auf. Aber es ist ja auch kopflastige Musik, egal, zurück. Hast du mal Chips gehört? Das Album? Ja. Chips kann man auflegen. Na, auflegen kann man alles. Ja, aber dazu, finde ich, kann man auch tanzen. Du tanzt davon. Was ist halt ein Mühe schneller vielleicht noch. Ja, aber du weißt trotzdem am Ende so, und es kam gerade aus New York, kam diese extreme Feiermusik, dieses Shiny, Sweetie, also jetzt sind wir auch wieder mal bei P. Diddy und die ganze Bad Boys, also es kam ja viel Musik, die ja sehr viel tanzbarer, kommerzieller war und das hat mich natürlich genauso gepackt und wir haben dann Deluxe gehört und also es ist dann einfach mehr clubkompatiblere Musik gekommen und der habe ich mich zugewandt, weil ich natürlich eher damit auch das Limit gefunden habe, Leute sollen tanzen zu dem, was ich auflege. Und das wurde dann größer und größer und dann sind auch die Clubs größer geworden und es ist alles größer geworden. Das ist eigentlich der Grund, warum ich da nicht mehr stattgefunden habe. Du hast es ja eben schon selber angesprochen. Du warst ja früher mit sehr vielen von heutigen kommerziellen, erfolgreichen Künstlern unterwegs. Ja. Savage, ein Bushido. Und meine aller Lieblingsanekdote ist zusätzlich zum Fischfiletieren gewesen, dass du mal mit Peter Fox in einer Band gespielt hast. Und er dich dann gefragt hat, hey, du, ich mache da so ein neues Projekt und hast du nicht Bock, DJ zu sein? Und du so, ja, was ist denn das? Ja, so Reggae-Kram. Und du meintest so, ja, nee, kein Bock. Ja. Naja, turns out, die Band war Seed. Ja. Und das kann man natürlich vorher immer nicht wissen, ob was funktioniert oder nicht. Ja. Naja, gut, nur hat es funktioniert. Und bei den anderen Jungs und Männern hat es auch funktioniert. Ist es denn für dich rückblickend eine vertane Chance, um einen kommerziellen Karrieresprung mitgemacht zu haben mit deinen Homies von damals oder deinen Bekannten? Oder stehst du zu deinen damaligen Entscheidungen? Mittlerweile stehe ich dazu. Das ist vielleicht dann der Konsens des Älterwerdens. Ich habe es lange natürlich bereut und warum habe ich nicht? Aber wenn du den Impuls zu dem Zeitpunkt nicht hast und die Entscheidung triffst, dann musst du auch zu der Entscheidung stehen. Und ich würde heute noch nicht wahrscheinlich in eine Dancehall-Band eintreten, weil ich einfach auch nach wie vor... Nicht mal bei Seed? Was? Ich weiß es nicht, aber Seed hat sich aber auch sehr aus diesem Kontext gelöst und ich finde, das, was die Musik heute widerspiegelt, ist natürlich auch noch kulturell betrachtet, natürlich hat es einen größeren Nachhall, als es damals war. Das ist jetzt pauschal gesagt. Ich würde es heute viel kritischer und viel reflektierter bewerten und das ist das, was ich auch mache die letzten Jahre, deswegen auch diese A&R-Position, weil ich mir natürlich junge KünstlerInnen, mit denen ich Kontakt aufnehme, mit denen ich arbeite, perspektivisch viel, viel mehr betrachte und also nicht jetzt abwäge, können die mir was bringen, gar nicht so, sondern erstmal nehme ich es auch an, auch wenn ich es vielleicht jetzt noch nicht verstehe. Ich glaube, das ist die größte Frage und das habe ich in der Vergangenheit gemacht, dass es manchmal auch Musikformen gab, die ich nicht gefühlt habe, wo ich aber eben genau diesen Lerneffekt hatte. Das ist ein Learning, zu sagen, okay, aber ich gebe der Sache eine Chance, vielleicht verstehe ich sie heute nicht, aber vielleicht in einem Jahr. Das ist wie mit Alben. Manchmal kriegst du ein Album von einem Künstler, was du null verstehst und im Jahr ist das Ding so,
oh mein Gott. Gibt es auch ganz viele Beispiele für, aber deswegen hat sich diesbezüglich viel geändert. Ich war aber auch zu dem Zeitpunkt einfach, ich wäre auch nicht gut gewesen, weil ich einfach, wie gesagt, lebensumständtechnisch, ich war ein Slacker. Ich habe, wie gesagt, ich habe meine Zeit so verschenkt und so verschwendet mit unwichtigen Sachen, eben wie gesagt auch extreme, und das ist sehr persönlich, aber extreme Phase von viel zu viel Marihuana-Konsum, was sich ausgebremst hat, was sich gehemmt hat, was sich zu psychischen Problemen geführt hat. Dann eben dieses Verlorensein, nicht wissen, wo man hin will. Und natürlich sind da Freunde an einem vorbeigezogen. Also, und ich hatte, von dieser Story gibt es einige sozusagen, die man jetzt auch nicht aufbröseln muss, aber es gab ganz viele Beispiele dessen, wo eben jemand proaktiv auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ey, willst du nicht? Wir haben, und ich glaube, der erste, bei dem es, wobei es war keine, also auch bei, jetzt nur als Beispiel, bei Bushido Flair war es keine Entscheidung meinerseits, sondern es war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Punkt. Und aber von da an gab es, glaube ich, diesen Knackpunkt zu merken, okay, ich muss mehr proaktiv arbeiten, ich muss auf Leute zugehen, ich muss mich dem öffnen. Bringen, ne? Leistung bringt das auch. Und das hat sich das verselbstständigt. Plus, also auch jetzt kann man ja sagen, das ist ja auch mit jedem und das ist ja voll inflationär in Masse. Hatte ich keinen Bock mehr auf diese Camp-Politik. Der gegen die und der gegen die und der war gegen die. Und alles, was vorher Feindschaften waren, sind Freundschaften geworden. Also da gibt es auch genug Beispiele mit Menschen, die danach echt einen tollen Stellenwert in meinem Leben oder einen tollen Lebenspunkt hinterlassen haben. Also auch da jetzt zum Beispiel, wir hatten in den 90ern echt so einen Clinch zwischen deutschsprachigen und englischsprachigen Künstlern in Berlin. Also auch da wissen die Protagonisten, also gerade so dieses KMC Harlequins, und wir waren total die Englisch und die Wannabes und hier bloß, weil ihr immer JFK seid, bla bla bla, dieses ganze. Die Leute aus dieser Zeit, die wissen, was die Konflikte waren, die auch irgendwann nicht mehr nur verbal gelöst worden sind. Und die sind dann in den 2000ern aber total enge Freunde geworden. Also ich hatte das Glück, auch Big Cell noch mitzubegleiten und auch der bisher verstorben ist. Also mir sind dann Möglichkeiten eröffnet worden, Menschen anders kennenzulernen, weil ich mich dem geöffnet habe. Und wo ich dann dachte, so Dicker, bloß weil du mit dem Problem hast, muss ich nicht loyal sein. Das ist keine Inloyalität, aber solange mir A und B nichts getan haben und beide Wert auf meine Dienste legen, gebe ich denen für das, was sie fragen, weil ich habe keine Konflikte auszutragen. Und gerade man bricht ja aus dieser Hip-Hop-Bubble aus, was ja bis heute ist. Ja, muss man mit dem? Nee. Ey, sorry, Denver Clan ist vorbei, weißt du? So. Dann haben wir lieber die gleichen Feinde. So. Ja. Was ist denn Erfolg für dich heute? Zufriedenheit. Gar nicht materielle Dinge, sondern im Jetzt zu sein, das Leben, also das Privileg, das machen zu dürfen, was ich mache. Also die Wertschätzung mir selber gegenüber ist viel größer, als das früher war. Es gibt diese Selbstverständlichkeit nicht mehr, sondern ich wertschätze das, dass Leute immer noch Bezug auf mich nehmen für die Person, die ich bin. Ob das jetzt im DJ-Kontext ist oder eben auch in anderen Sachen, eben auch auf die Meinung und den Rat. Der muss auch nicht immer richtig sein, aber eben, dass Leute Bezug auf mich nehmen, dass Leute immer noch ihre Kunst mir zeigen und sagen, was hältst du davon? Kann ich dir das mal geben? Ich schaffe auch nicht immer alles zu hören. Also ich werde auch echt zugeflutet mit Sachen. Ihr dürft trotzdem weiter schicken. Und ich gucke halt, dass ich das auch nehme und auch ein Feedback dazu gebe. Ich schaffe es nicht immer und es gibt auch echt unbeantwortete DMs. Das tut mir auch leid, aber ich habe ja am Ende des Tages auch noch ein Leben. Das ist aber jetzt vermehrt durch meine A&R-Management-Tätigkeit natürlich wieder präsenter. Aber ja, die Wertschätzung, dass man eben mit Hip-Hop, jetzt kommen wir auf den Ground zurück, alt oder älter werden kann. Dass es eben genau Persönlichkeiten, KünstlerInnen gibt, die vor uns da waren und die immer noch da sind. So. Und jetzt auch eben so, die Amis haben es vorgemacht. Auch ein Jay-Z und ein, weiß der Geier, also weißt du, musste man nicht ausfächern, aber es gibt so viele Beispiele von Leuten, die immer noch eine Relevanz haben und ein Standing haben und das nicht mehr peinlich ist, weil wir sind keine Jugendkultur mehr. Wir sind aus einer Jugendkultur geboren und wir werden auch, also die meisten lernen es oder entdecken ja Deutschrap oder Hip-Hop für sich in ihrer Jugend, aber man kann es in sein Leben tragen. Und ich meine, wie viele Leute gibt es heute noch, die eben 40, 50 sind, die immer noch Hip-Hop konsumieren, die auf ausgewählte Partys gehen, weil sie die Musik ihrer Jugend vielleicht hören und das eben sich zurückholen, Lebensgefühle. Und das ist eine Sache, die geht halt nicht weg. Also 50 Jahre Hip-Hop-Kultur und geht ja nicht weg, auch wenn einige Teile weggebrochen sind. Also weder Graffiti noch Breakdance noch Beatbox haben ja dieselbe Relevanz wie Rap-Musik sozusagen. DJing hat eine übergreifende Relevanz, weil es ja ein Medium ist, was ja in alle tanzbaren Musikgenres reingeströmt ist. Heute wollen eben Kids nicht mehr Hip-Hop-DJ, sondern Techno-DJ werden, aber auch das ist dem zu verdanken, was wir sozusagen aufgebaut haben.
Ja, das ist auf jeden Fall, also dass ich sage, okay, ich muss mich nicht schämen, mit 50 immer noch Hip-Hop nicht mehr so, also ich liebe Hip-Hop nicht mehr so, wie es mal war, aber ich lebe es, um auf den Titel zurückzukommen, ich lebe es halt irgendwo immer noch subtil und auch unbewusst, aber es ist in meiner DNA irgendwo immer noch vorhanden und ich entscheide nach dem, was ich mit Hip-Hop erfahren und erlebt habe, immer im täglichen Leben, natürlich in vielen Sachen völlig unbewusst, aber allein, dass ich mich frei gestalten darf, dass ich selbstständig bin, habe ich dieser Musik zu verdanken. Das ist, glaube ich, einer der schönsten Sätze, die jemals bei Hip-Hop lebt gesagt wurden. Danke. Ohne den anderen Gästen jetzt reinzuscheißen, aber das war schon sehr schön ausgedrückt. Durch deinen neuen A&R-Job, gibt es denn Talente, die du gerade auf dem Schirm hast, die deiner Meinung nach das Potenzial haben, die Szene nochmal aufzurütteln in den nächsten Jahren? Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster legen, weil du Trends nur beobachten kannst, aber du kannst sie aktuell nicht wirklich kontrollieren und mitbestimmen, weil sich das sich ja selber sozusagen immer weiterentwickelt. Aber es gibt natürlich Künstler, wo ich aufhorche. Aber ich würde jetzt auch ungern Namen aus beruflicher Sicht jetzt keine Namen nennen hier. Also ich habe ja vorhin auch schon so 1, 2 Namen genannt, aber eben, weil die mir in einer anderen Ebene Aufmerksamkeit geschenkt haben. Es wird sich immer weiterentwickeln und es kommen jeden Tag neue spannende KünstlerInnen nach. Aber ich kann soweit nicht in die Zukunft schauen und möchte da jetzt auch keine Prognose. Es wird sich verändern und ich glaube, es wird sich gesund schrumpfen. Sagen wir mal so, das ist die einzige Prognose, die ich stelle, weil ich das auch eben zu oft gesehen habe und ich weiß, dass ich das eben, wir implodieren schon und du siehst es auch eben an der Masse und es wird beliebig, aber ich glaube, dadurch wird sich das auch gesund schrumpfen und wird wieder zu einer qualitativ hochwertigeren Musik zurückfallen, die einfach wieder mehr Spaß macht zu hören, weil im Moment, sage ich es wie es ist, Deutschrap ist ultra langweilig. Nicht in allen Aspekten, aber in vielen, weil es sich viel zu beliebig wiederholt und weil jeder nur noch guckt, was der andere macht und die Kopie der Kopie der Kopie sein möchte. Und deswegen ist es für mich gerade so, es gibt immer noch diese berühmten, also sag ich mal, diesen Diamanten im Dreck, wo man sagt, oh, das ist spannend, das ist neu. Ja, genau. So, aber es ist leider sehr wenig geworden oder es geht halt unter in diesem völligen Überangebot. Zumindest kommerziell gesehen geht es unter. Absolut, ja. Du hast die ganze Zeit darauf gewartet und sitzt wie auf heißen Kohlen. Was ist deine Frage an meinen nächsten Gast? Warte. Ich hab mir viel zu viele Fragen schon wieder. Ich habe mir viel zu viele Fragen. Da kommt dann der Kontrollfreak. Ja, warte. Okay, ich könnte jetzt. Ja, ich weiß, okay. Und noch keine gekoppelte Frage. Nein, lieber nächster Gast, was bedeutet innerer Frieden für dich? Gut, die Fragen werden immer deeper. Nach 2,5 Jahren sind wir endlich mal bei richtig deepen Fragen angekommen. Ja. Ich lieb's. Nehme ich mit. Reef, vielen Dank für dieses bunte Potpourri an Gespräch. Es war ja wirklich von bis alles dabei. Es bedeutet mir richtig viel, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir es auch endlich mal geschafft haben, detailliert über dich zu sprechen. Das war mir auch wichtig, dass es nochmal gezeigt wird, dich vielleicht auch in einer anderen Facette zu sehen und nicht immer nur Anekdoten auszupacken. Dankeschön. Vielen Dank. Sondern auch mal deine Meinung zu Sachen zu hören und über Themen mal wirklich ein bisschen deeper zu sprechen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war mir wirklich ein absoluter Glücksmoment. Lebenstraum. Sag doch einfach, ja, es war okay, Julia, es war ein Lebenstraum. Endlich. Ich habe 10 Jahre darauf hingearbeitet, bei Hip-Hop lebt dabei sein zu dürfen. Also wenn wir jetzt noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, mein Guter. nach der vorletzten Folge bist du mir in meine Whatsies geslidet und hast gesagt, wann komme ich eigentlich endlich zu Hip-Hop lebt? Ja. Ich habe gelernt, proaktiv auch aufdringlich zu sein. Ja, und da habe ich gesagt, du bist schon auf der Liste, aber auf der guten Liste. Ja. Und du, zack. Ach, es gibt eine Blacklist? Natürlich. Zeigst du mir die nachher? Die ist in meinem Kopf. Oh Mann. Vielen Dank. Dann bleibt mir wie immer nur übrig zu sagen, passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt. Yes.